Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier auf YouTube zu meinem Kanal. Ja, wir sind immer noch mittendrin im Halloweencountdown. Heute. Da ist er, der Kalender. Heute, ach, mir fällt schon wieder was um. Heute Tag 8. Ich brauche unbedingt einen größeren Schreibtisch. So, heute Tag 8. Da ist der gute Tag. Wie mache ich es jetzt so? Ja. Wieder ein rotes Tütchen. So. Schauen wir mal, was uns heute präsentiert wird. Ich schaue wieder nicht durch dieses Tütchen, weil es ist durchsichtig. Ich möchte erst sehen, wenn ich es raushole, was drin ist. Müll. So, wenn... Beetlejuice. Ja, das ist ja mal cool. Nicht schlecht. Wir hatten ja jetzt die letzten Tage immer ganz viele Figürchen aus modernen Horrorfilmen, ne, so wie The Nun oder Annabelle. Hatten wir auch. Aber den möchte ich jetzt nicht vom Beetlejuice stellen. So. Dann hatten wir noch die Zwillinge aus Schein. Ne, dann hatten wir, bei den modernen sind wir erst noch, ne? Haben wir noch S gehabt, den mutierten S. Der ist ja eigentlich ständig mutiert, aber egal. Der bleibt auch nicht stehen, weil sein Kopf ist zu schwer. Der andere S bleibt stehen, da muss ich aber sehr vorsichtig sein. Der Bengel. So, dann hatten wir Audrey, ne, aus dem Horrorladen, aus dem kleinen Horrorladen. So. Und hier die Zwillinge aus Shining. So. Und ich habe heute für euch eine Compilation von Mindjunkie. Haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Das ist echt schon Wochen her. Und ich dachte mir, ja, gucken wir mal rein. Vielleicht hat er ein paar Clips, die wir noch nicht kennen. Und lasst uns mal überraschen. Also, jetzt für euch, Mindjunkie. Ja, ich hoffe auf eine Menge Grusel und Gänsehaut. Viel Spaß. Ja, Mindjunkie, was haben wir denn da? 8 gruselige Geistervideos, die dir den Kopf verdrehen werden. Oh, ich bin gespannt. Also, Mindjunkie, Abfahrt. Eight scary ghost videos caught on camera. In the window. The first creepy clip comes from TikTok, uploaded by Ben Vest of Canuck Massive Explorers. Ben decides to film the outside of an abandoned haunted mansion and captures someone or something lurking in one of the windows. Wow, Filming the outside, a pale figure can be seen moving quickly inside the abandoned house. But the question is, who is Boah, wie schnell und wie sieht das aus? it? The pale white figure moves quickly Alter past the Schwede. window before disappearing out of view. And what makes this capture even more creepy is that when Canuck Massive Explorers went inside this house, they didn't find anyone else in there. So Und wie das da schon aussieht und wie das da vorbei huscht, eigentlich total bewegungslos, ne? So wie so eine Puppe oder so was. what do you think? Did this team of explorers capture a real ghost on camera lurking in the window of this abandoned house? Let me... Ja, ich glaube schon, dass das was Paranormales ist. Welcher Mensch rennt denn da so an so einem Fenster vorbei, ohne dass er sich irgendwie bewegt? No, down below. Das sah so aus, als wenn das schweben würde, ne? Ja. Nicht schlecht, Mindjunkie. Guter Einstieg. If you're a fan of scary videos, make sure you subscribe and hit the bell icon so you don't miss any future uploads. The Watcher. Oh. This next creepy video comes from TikTok user Marco Berserker. The creepy footage was recorded by an explorer who heard strange noises coming from an entrance to an abandoned mine in Guanajuato, Mexico. He whips out his phone and goes to take a look. Ja, da geht man dann noch rein, wenn man Geräusche aus einer alten, unheimlichen Mine hört. Aus einer verlassenen alten Mine. Da geht man natürlich dann rein und guckt erstmal nach. The Watcher.
Wo ist er, der Watcher? Watch. Wo watcht er? Wow, hallo. Ah, he's lurking in the dark. Das ist der Rake. Bestimmt. Ist doch genau sein Terrain. Something tall, with glowing eyes, can be seen hiding in the darkness of the tunnel. Whoever... Gut, ne, das kann aber jetzt auch wer weiß was sein. Das kann auch eine Eule sein, eine Uhu, irgendein anderer Vogel. Können auch da reinfliegen, ja, warum nicht? Ja, es wird wahrscheinlich ein Tier sein oder auch eine Katze, die irgendwo drauf steht. Weil wir sehen ja auch hier, dass da wohl Gerümpel oder irgendwas drin ist oder was weiß ich. Irgendwo ist irgendwo ein Tier steht irgendwo drauf. Weil die Augen sind auch ziemlich nah beieinander. Ne? Also es ist jetzt nicht sehr groß aus wie ein menschlicher Kopf, finde ich. Ever or whatever this is doesn't move at all and appears to just eerily stare back at the person recording. TikTok viewers will have creeped out by these glowing eyes staring out of the dark. Es muss ein Tier sein, weil Menschenaugen reflektieren nicht. Es muss ein Tier sein. Oder der Rake, natürlich. Depths of this abandoned mine, with many agreeing that it's a good job the gate was locked, as who knows what could have happened if the explorer went in there. It's not the wind. Oh. This next bizarre clip was Hat jemand Flatulenzen? Weil das ist ja auch kein Wind. uploaded to the TikTok account, Grace Arito. Grace, whose TikTok page has absolutely nothing to do with paranormal activity, Schon mal ein gutes Zeichen für Authentizität, wenn der gesamte Kanal überhaupt nicht darauf aufbaut, auf irgendwas Paranormales. Und ja, das ist schon ist ein Pluspunkt. Posts or anything like that, uploaded this creepy video after capturing a rather strange event in her home on camera. Oh my god, what is happening? Can't move it again. Oh my god. Wisst ihr, ich habe da eine ganz kühne Vermutung, dass es vielleicht doch der Wind war. Der Durchzug. Oh dear. Oh dear. Oh my. Oh god. Can you close it, please? Okay. Okay, das war schon mit ein bisschen mehr. Ja, okay. Vielleicht doch was Paranormales. The door can be seen opening on its own, but weirdly, no one's on the other side. Grace then asks whoever is moving the door to close it, and immediately the door mysteriously slams shut all on its own. Grace is adamant that this video footage she captured is real. However, as with all TikTok videos, the skeptic army were up in arms. Some viewers said that the door's motion was simply caused by a draft of the wind. Das wird auch Durchzug gewesen sein. Definitiv. Auch, dass es dann wieder zugeht. Man muss das nicht immer spüren. Ja? Und sie ist ja auch gar nicht in der Schneise wahrscheinlich drin, als sie das filmt. Also, weiß ich nicht. But Grace says that no windows were open at the time of recording. Das muss auch nicht sein. Es muss auch nicht immer Fenster auf sein. Wenn es draußen sehr windig ist und man lebt jetzt in einer Wohnung, die jetzt nicht 100% isoliert ist, wirklich perfekt. Und welche Wohnung ist bitte schon schön perfekt isoliert? Es sei denn, sie ist niegelnagelneu und es ist ein niegelnagelneues Haus nach wer weiß was für Standards gebaut. Irgendwo pfeift immer der Wind durch. Pfeifen jetzt nur im übertragenen Sinne, ne? Und für so eine Tür, wenn die gut geölt ist, die Scharniere, gehört da einfach nicht viel zu. And that she would be willing to prove her home is haunted by sharing more of her story. But what do you think? Is Grace's home really haunted as she claims? Or is this just the wind? You tell me. Just the wind. What lurks below? Ooh.
This ghost video was posted to YouTube by Patrick Johnson. Patrick, who lives in an apartment building, says that while heading down into the basement to fetch his bike and test out his new camera, he caught something strange on camera. Wer editet denn da wieder rum? Zeig's nochmal. Ich fand es sah sehr seltsam aus. Did you catch it? As Patrick walks through the basement, a shadowy human-like figure walks across the hall right in front of him before it disappears out of sight. Patrick sees it and stops in his tracks, obviously confused by what he's just seen. A closer look behind the corners shows there's nobody there. So, did Patrick accidentally capture footage of a ghost in this basement? Let me know what you think. Entweder war es ein eigener Schatten, der irgendwie ungünstig fiel durch Licht hinter ihm, oder es war gefaked. Ich fand, es sah sehr, sehr seltsam aus. Nicht natürlich. Kein natürlicher Schatten. Also, weiß ich nicht. Ich habe da ein seltsames Gefühl, ganz ehrlich. Aber man weiß es halt nicht, ne? Es ist ja auch kein typisches Schattenwesen. Solche Schatten sind ja keine Schattenwesen, es steht da einfach rum, ist wirklich sieht aus wie etwas sehr Massives, Schwarzes. Das ist ein Schattenwesen. Das war eher nur ein Schatten. Ja? Gibt's auch ganz oft. Und das sind meiner Meinung nach auch oftmals verlorene Seelen, Geister. Schattenwesen sind dann wieder was anderes. Also es kann auch sein, also 3 Möglichkeiten. Entweder war das ein eigener Schatten, es wurde geeditet, bearbeitet. So schwer kann es nicht sein, das einzufügen. Und drittens, ja, möglich. Ja. Also die Chance liegt ungefähr bei 33, irgendwas Prozent Periode. Dass es tatsächlich ein Geist war. Weiter. It's watching you. I found this next creepy clip on YouTube Shorts, uploaded by Bigfoot's Testimony 3433. Oh, and that reminds me, I'll be uploading some scary ghost clips to YouTube Shorts in the near future, so be sure to check those out when you see the notification. In this next creepy clip, a person is shown walking their dog late at night in the woods, highlighting the potential dangers of venturing into wooded areas after dark. Something is watching my dog. Ja, ich habe die Augen gesehen. That is big. Ist ja auch ein Bigfoot. Oh. Also die Größe lässt sich jetzt schwer abschätzen. Also der Hund war sehr klein. Das ist, weiß ich, ein Jack Russell oder irgendwie sowas, ne? Und dieses Ding müsste ungefähr, das ist, glaube ich, zu klein für einen Bigfoot, ne? Ist, glaube ich, zu klein. Klar, es ist noch ein bisschen weiter weg. Also ich schätze es auf ungefähr 1,50 Meter, 1,60 Meter vielleicht. Also es könnte auch gut ein Reh sein, ein Hirsch, ein Elch, keine Ahnung, wo er sich da gerade befindet. Ich glaube nicht, dass es der Bigfoot ist. As the walker and his dog make their way through the dark forest, a pair of Es steht zwar etwas weiter hinten, ne? Also es ist etwas weiter weg, aber jetzt auch nicht so viel weiter. Also ich revidiere, ich würde sogar sagen, es ist nur 1,40 Meter, 1,50 Meter höchstens. Und dann passt das, also es kann nicht Bigfoot sein. glowing eyes can be seen watching them from the shadows. Und Bigfoot würde, ein Bigfoot würde verschwinden. Meiner Meinung nach. So wie ich Bigfoots durch andere Clips kennengelernt habe und so wie es auch heißt in der ganzen Erzählung. Gerade wenn Hunde mit dabei sind, weil Bigfoots einen heilen Respekt haben vor Hunden. Ja, und ich glaube, da spielt auch nicht die Größe die Rolle, sondern es ist der Geruch auch. Ne? Das sind ja nun mal Nachfahren von Wölfen.
Und die haben halt auch einen speziellen Geruch. Und das sollte der Geruch sein, auch der die abschreckt. Schwierig. Ich glaube aber nicht, dass das ein Bigfoot ist. Das wird irgendein anderes Tier sein. Wälder sind voll von Tieren. One point, the eyes move over, almost following the dog, before they come back to stare out. They can even be seen blinking before moving away again. Ja. This creepy footage sent shivers down viewers' spines. Ich weiß, was daran gruselig ist. Es ist halt die Tatsache, dass die Augen leuchten. Und man nicht sieht, was es ist. Die Augen vom Hund leuchten ja auch. Also es ist halt auch einfach ein Tier. Ja. With many suggesting it to be Bigfoot itself. However, others question why the dog didn't alert its owner to the danger lurking just a few feet away. So what? Vielleicht sieht der Hund das nicht als Gefahr. Kann ja auch sein. What do you think these eyes could be? Was it, Bigfoot or something else? Ja. You tell me. Ein anderes Tier. Demon. This creepy video was posted to the TikTok account Angel Eduardo Ferre. There's very little information about the video, other than he claims to have caught a quote, the ghost of a child in his apartment in Barranquilla. Hallo. Ist gut geeditet, ne? War auch bestimmt ein kleiner Schnitt drin. Ist einfach nur sein Sohn. The sounds of a woman crying can be heard coming from somewhere in Angel's apartment. He looks around, and a child's face appears behind the TV cabinet. Angel sees it and jumps in fear, because seconds before, no one was there. Angel slowly approaches it with caution, before it quickly ducks away out of sight. Angel checks behind the TV cabinet, but there's nothing there. So, what do you... Da war als der Kopf sich gesenkt hat von dem Kind, war eine kleine Zuckung im Bild. Wirklich eine Millisekunde. Da war der Schnitt. You think, is this the ghost of a child as the uploader claims, or a demon taking the form of a child? You tell me. Sah einfach nur so aus, als wenn er gewackelt hätte mit der Kamera. Ich bin mir zu 100% sicher, dass da ein Schnitt war. Who was that? This next horrifying clip was uploaded to the TikTok account Fernando Correa X. Fernando and his friends were enjoying a day in the pool, filming themselves for their social media when they accidentally caught this terrifying moment. Ja, Behind the three friends, someone in what looks like a white dress with long wet hair can clearly be seen standing with them. She sinks away into the background and seems to totally disappear as the three friends dip under the water. Fernando claims that they die ist einfach hinter der Frau mit den Haaren, mit dem roten Bikini. Also, sorry. Watched everything back from that day and that there was no sign of anyone wearing clothes like that near the pool. Ja, man kann uns natürlich immer sehr viel erzählen, ne? Aber bitte. Despite reporting the incident to the pool staff and reviewing the CCTV footage, no one wearing the same clothes as this mysterious figure. Ja, dann würde ich gerne die Überwachungskamerabilder sehen. Die würde ich sehr gerne sehen. Und dann würde ich mich auch davon überzeugen lassen. Was found. TikTok viewers were left horrified by this creepy video uploaded by Fernando. Wir wollen harte Fakten, ja. Und nicht einfach nur, ja, da war halt keiner. Die haben uns auch die Bänder der Überwachungskamera gezeigt. Ja, aber wo? Also diesen kleinen Ausschnitt könnte man noch zeigen ohne Probleme. Ist ja jetzt nicht das Ding, ne? Many commenters saying that this creepy figure could possibly be the spirit of someone who drowned in the pool. But what do you think happened here? Let me know your thoughts in the comments. Da war einfach jemand im Pool noch drin. Incantation.
This creepy video comes from the Thai ghost hunting and paranormal investigation channel Gangwat-P. The ghost hunters decided to investigate a story that took place in a little village in Thailand. Years ago, a person with severe mental health issues lived in the village. People were a little frightened of him, not only because he was difficult to talk to, but also because he often carried knives and sticks around with him. He'd walk up and down at night on his own, but during one of the town's festivals, everyone comes together to feast, including that man. Everything was going well until a fight broke out. The man was terrified and ran off. Even though people went to look for him, he seemed to have just vanished into thin air. Weirdly, nobody said they heard anything. Then 2 days later, they discovered where he was in the most horrifying way. His body floated up to the surface of the lake, half eaten by things that lived in the water. Now, whenever there's a full moon, the locals say they can hear the sounds of someone drowning in the nearby lake, and some people have even seen an apparition of the drowned man in the same blue clothes he was wearing for the festival. Das hört sich auch schon an wie so eine Hintergrundgeschichte für einen Horrorfilm, ne? Ein Mann verschwindet, löst sich in Luft auf und taucht dann wenig später in einem See auf, zerfressen von irgendwelchen Tieren. Und ja, scheint er jetzt wohl noch rumzuspuken. Intrigued by the story, Gangwat-P investigate the area where the man sadly lost his life, and this is what happens. ลองดูลองนะคะจะลองทำวิธีแล้วก็จุดตรงนี้นะจุดนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาหินลองคว้างหินไม้คว้างแม่งนะเดี๋ยวไอ้จะลองเอาหินคว้างจุดตรงที่เขาเสียชีวิตจุดตรงไหนนะชี้ที่จุดตรงไหนตรงนี้เราหินโยนตรงนี้ตรงนี้แล้วเราจะลองโยนหินเข้าไปดูเดี๋ยวทำพิธีก่อนเดี๋ยวนี้เราทำพิธีเอามา The ghost hunters visit the spot where the drowned man's body was found. They decide to do a summoning ritual to see if they can catch a glimpse of the ghost. Also, ich warne ja immer vor Ouija-Boards, ne? Vor Hexenbrettern. Ich warne aber auch davor, Rituale durchzuführen. Um irgendwelche Geister anzulocken. Also, sorry. Bitte. Bitte. They light incense and say an incantation, and one of the investigators mentions that he feels like someone's whispering in his ear. Then, as part of the ritual, they collect things to throw into the water at the spot where his body was seen floating. ตกใจว่ะโยนตกใจตัวเองพี่ป่าไม่น่ากลัว The ghost hunters throw a large stick and then a big stone into the water, hoping to summon the spirit of the drowned man. Nothing seems to happen, but the men look uneasy, and the dogs not too far away can be heard barking really loud. They wait around for a while to see if the ritual worked, and then this happens. ต้นไม้ต้นนี้น่ากลัวป่ะดูสองต้นไม้นี่บรรยากาศน่ากลัวบรรยากาศน่ากลัวมากเลยนี่6 ทุ่มกว่าแล้วที่เรามานี่6 ทุ่มกว่านะดึกมากเลยลูกมาดูยิงใจซะเดี๋ยวเราจะรอสักพักนึงดูก่อนว่าจะมีอะไรไหมสำรวจไหมล่ะเราเดินไม่ได้อันนี้รอดูผลก่อนเราจะเจออะไรหรือเปล่าแต่จอมปลวกเต็มเลยไหนตรงไหนจอมปลวกนั่นแหละอ๋อมันจอมปลวกนี่ฮะหมาหอนหรือหมาเห่าเนาะนี่ยังไม่หอน Now, this is where I have to ask, did you catch it? Nah. At first, it seems the ritual didn't work. However, if you look closely, when the camera pans towards the forest, a human-shaped figure in blue clothes, similar to the description of the drowned man, can be seen between the trees. The figure can be seen walking in the forest from the left side of the screen before it disappears out of sight. But is this the ghost of the drowned man, or is it all just for views? Es kann aber auch sein, dass da einfach nur jemand herging und
Vielleicht nicht nach rechts, sondern er ist dann von sich aus nach links abgebogen. It's magic. You tell me. Naja, Thank you so much for watching. Komm, das ist schon weit hergeholt alles, ne? Also zumindest jetzt der letzte Clip. Ja, es ging gut los, würde ich sagen, und endete dann ein bisschen schwach. Aber macht nichts, es ist ja reine Unterhaltung. Und wenn man ein bisschen skeptisch diskutieren kann, ist es ja auch schön. Ja, also wenn euch das gefallen hat von Mindjunkie, das Video, der Link ist in der Beschreibung. Lasst einen Daumen nach oben da. Der Link zu dem Kanal ist auch in der Beschreibung. Lasst ein Abo da. Und ich würde mich, ich muss jetzt wieder ein bisschen betteln, ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Hinterlasst einen netten Kommentar bei diesem Video hier. Daumen nach oben. Und ja, aktiviert die Glocke, damit ihr immer seht, wenn was Neues da ist. Und denn morgen, Türchen Nummer 9, nicht Türchen, Fenster, ne? Fensterchen Nummer 9 im großen Halloween-Countdown hier bei mir. Und ja, mal sehen, was uns dann erwartet, ne? Ich bin gespannt. Ich hoffe auf Freddy Krüger noch. Schauen wir mal. Ja, also, ich empfehle mich, haltet die Ohren steif. Adios.